Wir sind mal wieder unterwegs, heute in Fulda und wollen gerne den Dom zu Fulda ja eigentlich zur Sonnenuntergangsstimmung fotografieren. Mit Sonnenuntergang wird das wahrscheinlich nicht, deswegen wird es ein Foto zur blauen Stunde. Und damit hallo zusammen, mein Name ist René, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, eben hat sogar noch mal ein paar Tröpfchen geregnet, aber wir sind jetzt auch schon fast da beim Dom. Jetzt hat es aufgehört zu regnen und vielleicht sieht man das, da hinten reißt der Himmel sogar ein bisschen auf. Vielleicht haben wir doch das Glück, dass wir irgendeinen tollen Himmel noch zum Sonnenuntergang bekommen. Sonst, wie gesagt, den beleuchteten Dom zur blauen Stunde. Das sollte eigentlich auch ein sehr schönes Motiv werden. Mal gucken, was alles beleuchtet ist und wie es beleuchtet ist. Jetzt suchen wir natürlich erstmal einen coolen Standpunkt für unser Foto. Oh verdammt, hier ein Baugerüst, aber ich glaube, das sehen wir von der Hauptfront aus nicht. Zum Glück. Ich hoffe nicht, dass da gleich das nächste Baugerüst steht. Ja, imposantes Gebäude. Das auf alle Fälle. So, hier vorne steht kein Baugerüst, das ist schon mal gut. So, ich glaube, ich habe hier einen ganz coolen Standpunkt gefunden. Und zwar fotografiere ich den Dom jetzt so, dass der komplett von Blättern umringt ist. Wir haben hier schon so leicht herbstfarbiges Laub hier drumherum und hier steht auch eine Straßenlaterne, die ich nicht mit im Bild habe, aber ich hoffe, dass die noch so ein bisschen Restlicht hier auf dieses Steingeländer und auf die Blätter wirft. So, und ich kann hier auch überhaupt nicht mit Filtern arbeiten, denn Verlaufsfilter kommt nicht in Frage und Polfilter habe ich eben schon überprüft, macht in den Wolken leider gar nichts, liegt an der Lichtrichtung, weil das Licht jetzt eben von hinten kommt. Ja, und dann mache ich das Ganze jetzt hier so etwa mit 18 mm, würde ich sagen, nee, eher 19 mm mit einer Blende 8. Ich werde aber gleich nochmal abblenden auf 11, denn ich habe das Geländer hier relativ weit vorne im Bild und der Dom oder bis zum Dom ist dann doch relativ viel Abstand. Dann mache ich das Ganze natürlich mit ISO 100, die muss ich aber noch einstellen, denn ich habe es eben aus der Hand fotografiert. Ja, dann komme ich hier auf Belichtungszeiten von einer Viertel. Ich werde natürlich eine HDR-Belichtung machen, denn ich kann hier nicht mit Filtern arbeiten. Das heißt, ich mache eine Viertel, eine halbe und eine Achtel Sekunde. Ja, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. So, das sieht jetzt eigentlich bei dem Licht, finde ich, schon ganz cool aus. Aber ich bin natürlich dann mal ganz gespannt auf die Fotos, wenn der Dom angestrahlt wird. Denn dann erhoffe ich mir so eine natürliche Vignette hier durch meinen Laubrahmen, vielleicht auch begrenzt durch das Geländer hier. Und dann macht das Foto bzw. zieht das Foto hoffentlich den Betrachter in die Tiefe zum Dom hin. Denn das ist ja dann wahrscheinlich das Hellste im Bild bei mir.
es ist zum Glück genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Die Straßenlaterne ist angegangen und beleuchtet hier vorne mein Geländer etwas und ganz, ganz leicht allerdings nur das Laub da oben noch. Aber die Kirche bekommt natürlich immer mehr Licht bzw. wird immer heller, weil der Himmel dunkler wird. Und so ganz uninteressant ist der Himmel auch nicht. Wir haben zwar keinen schönen Sonnenuntergangshimmel bekommen mit irgendwelchen Verfärbungen oder so, aber zumindest haben wir ein bisschen Wolkenzeichnung im Himmel. Das sieht man auch sehr schön im Foto. Und ja, jetzt kann ich eigentlich nur darauf warten, dass es immer noch sukzessive etwas dunkler wird und der Dom immer mehr anfängt zu leuchten in meinem Bild. So, und die Belichtungszeiten werden natürlich immer länger und das Licht wird immer schlechter. Ich bin jetzt auch schon auf den manuellen Fokus umgestiegen und da kann ich immer nur jedem raten, sich diese Scharfeinstellhilfe der Kamera zu Hilfe zu nehmen, ja, dass man eben die Bereiche, die scharf eingestellt sind, einfach farblich markiert bekommt. Die Farbe kann man bei den meisten Kameras auch selber wählen und jetzt sieht man hier halt, dass sowohl der Laubkreis als aber auch die Outline der Kirche rot eingefärbt sind. Das heißt für mich, sie ist scharf eingestellt. So, hier bin ich mit meinen Belichtungen fertig. Wir packen jetzt hier erstmal ein. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein Bild da aus der Zentralperspektive machen, aber dann sind wir fertig für heute Abend und können zurück zum Auto.